Guten Abend zusammen und herzlich willkommen bei DankeCast Deutsch. Ich bin Henry und heute Abend haben wir eine wirklich tolle Folge für euch. Wir sprechen über ein Thema, das fast jeden betrifft, ob ihr in einer Wohnung lebt, in einem Haus oder ob ihr einfach nur träumt von einem schönen Zuhause. Heute geht es um Renovierung und Neugestaltung. Wie plant man das? Wie spricht man darüber auf Deutsch? Das alles erfahrt ihr heute bei uns. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Guten Abend, ihr Lieben, ich bin Emilia und ja, Henry hat völlig recht. Das heutige Thema ist so wichtig und so praktisch. Renovierung ist etwas, worüber wir alle irgendwann sprechen müssen. Und wenn ihr Deutsch lernt, dann werdet ihr diese Wörter und Sätze auf jeden Fall brauchen. Vielleicht sprecht ihr mit einem Vermieter, vielleicht plant ihr mit eurer Familie oder mit Freunden, egal was. Heute lernt ihr alles, was ihr braucht. Schön, dass ihr heute Abend mit dabei seid. Bevor wir anfangen, möchte ich euch eine Frage stellen und ich möchte wirklich eure Antwort lesen. Schreibt in die Kommentare, habt ihr schon einmal renoviert? Habt ihr euer Zimmer, eure Wohnung oder euer Haus neu gestaltet? Oder träumt ihr vielleicht davon? Schreibt es uns. Wir freuen uns immer über eure Kommentare und lesen wirklich alles. Also Henry, ich habe dir diese Woche etwas Wichtiges zu sagen. Du weißt ja, dass ich seit ein paar Monaten darüber nachdenke, meine Wohnung zu renovieren. Und ich glaube, jetzt ist es endlich Zeit, damit wirklich anzufangen. Oh, das klingt spannend. Du hast mir schon ein paar Mal davon erzählt. Aber ich dachte, du bist noch nicht sicher, was du genau machen möchtest. Ja, das stimmt. Ich hatte viele Ideen, aber jetzt habe ich endlich einen Plan. Ich möchte das Wohnzimmer komplett neu gestalten, das Badezimmer ein bisschen auffrischen und vielleicht, nur vielleicht, auch die Küche ein wenig verändern. Wow, das ist wirklich ein großes Projekt. Hast du schon damit angefangen, alles zu planen? Denn das ist ja meiner Meinung nach der wichtigste Schritt, die Planung. Ja, genau. Und deswegen wollte ich dich heute fragen, ob du mir helfen kannst. Du hast ja vor 2 Jahren deine Wohnung renoviert, oder? Du weißt also, wie das alles funktioniert. Das stimmt, ja. Und ich kann dir sagen, es war nicht immer einfach. Aber am Ende war ich so froh darüber. Die Wohnung sieht seitdem viel besser aus und ich fühle mich dort viel wohler. Also, wo fangen wir an? Ich denke, als erstes müssen wir über das Budget sprechen. Denn ohne Budget kann man nicht wirklich planen. Absolut richtig. Das Budget ist das Allerwichtigste. Wenn man nicht weiß, wie viel Geld man ausgeben kann oder möchte, dann kann man nicht gut entscheiden, was man macht und was man lässt. Genau. Also ich habe mir überlegt, ich möchte nicht alles auf einmal machen. Das wäre zu teuer und auch zu stressig. Ich möchte Zimmer für Zimmer vorgehen. Das ist eine sehr kluge Entscheidung. Ich habe das genauso gemacht. Zuerst habe ich das Schlafzimmer renoviert, dann das Wohnzimmer und dann am Ende die Küche. So hatte ich immer Zeit, Geld zu sparen und neu zu planen. Und wie viel hast du ungefähr ausgegeben? Natürlich musst du das nicht sagen, wenn du nicht möchtest, aber vielleicht kannst du mir eine ungefähre Idee geben. Na klar, kein Problem. Für das Schlafzimmer habe ich etwa 800 € ausgegeben. Das Wohnzimmer hat etwas mehr gekostet, etwa 1200 €. Und die Küche war mit Abstand am teuersten. Da habe ich fast 3000 € investiert. Oh, das ist schon ziemlich viel, aber ich kann verstehen, warum. Die Küche ist ja auch der komplizierteste Raum. Man braucht neue Geräte, vielleicht neue Möbel, neue Fliesen. Genau. Und man muss oft Handwerker bezahlen. Das kostet auch nicht wenig. Aber wenn man weiß, was man will und wenn man gut plant, dann kann man auch Geld sparen. Also lass uns konkret werden. Mein Wohnzimmer, das ist der Raum, mit dem ich anfangen möchte. Im Moment ist alles noch so wie vor 5 Jahren. Die Wände sind beige, der Boden ist okay, aber die Möbel sind alt und ich mag den Stil nicht mehr. Okay, das klingt nach einem guten Ausgangspunkt. Was möchtest du denn ändern? Alles auf einmal oder Schritt für Schritt? Ich denke, als erstes möchte ich die Wände streichen. Neue Wandfarbe kann wirklich viel verändern. Das ist meine Erfahrung zumindest. Da hast du 100%ig recht. Wandfarbe ist vielleicht das günstigste, was man machen kann, aber es hat eine riesige Wirkung. Was für eine Farbe denkst du dir? Das ist genau das, worüber ich so lange nachgedacht habe. Ich bin zwischen 2 Farben hin und her gerissen. Auf der einen Seite möchte ich etwas Helles und Freundliches, vielleicht ein warmes Weiß oder ein helles Cremeweiß. Auf der anderen Seite träume ich von einer mutigeren Farbe, vielleicht ein tiefes Salbeigrün oder ein schönes Terrakotta. Oh, das sind sehr schöne Optionen. Ich persönlich liebe Salbeigrün.
Das ist so eine entspannende Farbe. Aber am Ende kommt es natürlich darauf an, was du selbst schön findest und was zu deinen Möbeln passt. Das stimmt. Und deswegen habe ich letzte Woche eine Farbkarte vom Baumarkt mitgenommen. Ich habe verschiedene Grüntöne, Beigetöne und auch einen schönen Blauton angeschaut. Hast du schon einen Testanstrich gemacht? Das empfehle ich immer. Man kauft kleine Testdosen, die gibt es für 1 oder 2 Euro, und streicht ein kleines Stück an die Wand. Dann sieht man, wie die Farbe im eigenen Licht aussieht. Nein, das habe ich noch nicht gemacht, aber das ist eine super Idee. Im Laden sieht alles anders aus als zu Hause. Das Licht ist anders und die Umgebung ist anders. Genau, das ist so wichtig. Ich habe das bei meiner Renovierung gelernt. Ich dachte, ich nehme ein helles Grau. Es hat sich dann aber als viel dunkler herausgestellt als erwartet. Zum Glück hatte ich den Testanstrich gemacht und konnte noch rechtzeitig wechseln. Das ist wirklich ein guter Tipp. Schreibt das auf, Leute. Testanstrich machen, bevor man die große Dose kauft. Übrigens an alle, die gerade zuhören, welche Farbe habt ihr in eurem Wohnzimmer? Oder welche Farbe würdet ihr wählen, wenn ihr renovieren könntet? Schreibt es in die Kommentare, wir sind wirklich neugierig. Ja, das würde uns sehr interessieren. Also, Emilia, weiter. Wandfarbe ist ein Punkt. Was ist der nächste Schritt für dein Wohnzimmer? Der nächste Punkt sind die Möbel. Wie ich schon sagte, meine Möbel sind alt. Das Sofa ist schon 10 Jahre alt. Der Couchtisch ist okay, aber passt nicht wirklich zum Rest. Und das Regal ist aus meiner alten WG-Zeit und sieht einfach nicht schön aus. Okay, also eine komplette Möbelerneuerung. Das kann teuer werden, aber es muss nicht. Ich habe bei meiner Renovierung festgestellt, dass man nicht alles neu kaufen muss. Manchmal kann man alte Möbel aufbereiten oder upcyclen. Abzeiseln. Das höre ich immer wieder, aber was bedeutet das konkret? Was kann man zum Beispiel mit einem alten Regal machen? Gute Frage. Also, ein altes Regal kann man zum Beispiel streichen. Wenn du dein Wohnzimmer in Salbeigrün streichst und das Regal dann auch in einem schönen Ton streichst, vielleicht weiß oder ein dunkles Grün, dann sieht es plötzlich ganz neu aus. Oh, das ist eine tolle Idee. Ich hatte gar nicht daran gedacht. Ich dachte immer, ein altes Möbelstück ist einfach alt und muss weg. Nein, nein. Oft ist es viel nachhaltiger und auch günstiger, alte Möbel zu renovieren. Mit etwas Farbe, neuen Griffen oder Beschlägen kann man wirklich Wunder wirken. Das ist toll. Also das Regal behalte ich und streiche es neu. Aber das Sofa, das muss wirklich weg. Es ist nicht mehr bequem und es sieht nicht mehr schön aus. Verstehe ich. Ein neues Sofa ist natürlich eine größere Investition. Hast du schon Ideen, was du kaufen möchtest? Ich schaue gerade verschiedene Optionen an. Ich mag sehr gerne Sofas mit Samtstoff. Das sieht so elegant aus. Und ich denke, ein Sofa in einem tiefen Blau oder in einem schönen Graugrün würde wunderbar aussehen. Samtsofa klingt wirklich schön. Aber ich gebe dir einen praktischen Tipp. Mit Samtstoff muss man aufpassen. Er ist empfindlich und man muss ihn gut pflegen. Wenn du zum Beispiel Haustiere hast oder wenn Kinder bei dir zu Besuch kommen, dann ist Samt vielleicht nicht die praktischste Wahl. Stimmt, das ist ein guter Punkt. Ich habe eine Katze und ich kann mir vorstellen, dass Samtsofa und Katze keine gute Kombination sind. Ha, ja, definitiv nicht. Ich würde dann vielleicht einen robusteren Stoff empfehlen, zum Beispiel einen Strukturstoff oder einen Webstoff. Die sehen auch sehr schön aus und sind viel pflegeleichter. Okay, gut, das werde ich bedenken. Ich schaue mir nächste Woche verschiedene Sofas an. Ich gehe sowohl in ein paar Möbelhäuser als auch online schauen. Gut, und wenn du online schaust, schau dir immer die Bewertungen an. Das ist so wichtig. Viele günstige Sofas sehen auf Fotos super aus, aber in Wirklichkeit sind sie nicht bequem oder nicht stabil. Ja, das stimmt. Ich habe das schon einmal erlebt. Ich habe online einen Schreibtisch gekauft, der auf den Fotos riesig und solide aussah, aber dann war er viel kleiner und sehr wackelig. Das kennt fast jeder. Deswegen empfehle ich, wenn möglich, Möbel immer zuerst im Geschäft anzuschauen und auszuprobieren. Dann weiß man genau, was man bekommt. Das ist sehr vernünftig. Also für das Sofa gehe ich ins Geschäft. Jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich euch fragen, kauft ihr Möbel lieber online oder im Geschäft? Was findet ihr besser? Schreibt es in die Kommentare. Das interessiert uns wirklich. Ja, das ist eine gute Frage. Also Emilia, wir haben jetzt über Wandfarbe und Möbel gesprochen. Was ist noch auf deiner Liste für das Wohnzimmer? Ich möchte auch die Beleuchtung verändern. Im Moment habe ich nur eine große Lampe an der Decke und das Licht ist sehr kalt und ungemütlich. Ich möchte mehr Stimmungslicht schaffen.
Beleuchtung ist wirklich ein Thema, das viele unterschätzen. Das richtige Licht kann einen Raum komplett verwandeln. Was planst du genau? Ich möchte mehrere kleine Lichtquellen haben. Also zum Beispiel eine schöne Stehlampe in einer Ecke, vielleicht eine oder zwei Tischlampen und wenn möglich auch LED-Streifen hinter dem Regal oder hinter dem Fernseher. Oh ja, LED-Streifen sind gerade sehr beliebt. Die kann man dimmen und man kann auch die Farbe wechseln. Das ist wirklich günstig und sehr wirkungsvoll. Ja, genau. Und ich habe gelesen, dass warmweißes Licht viel gemütlicher ist als kaltes Licht. Also möchte ich sicherstellen, dass alle meine Lampen warmweißes Licht haben. Sehr gut. Das ist ein wichtiger Punkt. Wenn man Glühbirnen oder LED-Lampen kauft, dann schaut man auf die Kelvinzahl. Je niedriger die Kelvinzahl, desto wärmer und gemütlicher das Licht. Etwa 2700 Kelvin ist perfekt für ein Wohnzimmer. Wow, das wusste ich nicht. Das ist ein wirklich nützlicher Tipp. Ich schreibe das gleich auf. Gut, also haben wir das Wohnzimmer jetzt komplett besprochen? Fast. Ich möchte noch einen Punkt erwähnen. Der Boden. Momentan habe ich Laminat in einem mittleren Braun. Es ist nicht schlecht, aber ich finde es langweilig. Ah, der Boden. Das ist natürlich auch sehr wichtig, aber der Boden zu wechseln ist auch teuer und aufwendig. Hast du das schon bedacht? Ja, ich weiß. Deswegen überlege ich, ob ich nicht einen Teppich kaufe, anstatt den Boden komplett zu wechseln. Ein schöner großer Teppich kann den Boden optisch vollständig verändern. Das ist eine sehr clevere Lösung. Und Teppiche sind so vielfältig. Es gibt sie in so vielen Farben, Mustern und Materialien. Einen Teppich kann man auch viel leichter wechseln als einen Boden. Genau. Ich denke an einen großen hellen Teppich mit einem schönen Muster, vielleicht ein geometrisches Muster in Weiß und Beige oder Weiß und Grün, passend zur Wandfarbe. Das klingt wirklich gut durchdacht. Du hast schon ein klares Bild davon, wie es aussehen soll. Ja, ich habe viel auf sozialen Medien geschaut und mir viel Inspiration gesammelt. Ich habe sogar ein Moodboard erstellt. Weißt du, was das ist? Ja, natürlich. Ein Moodboard ist eine Sammlung von Bildern und Ideen, die die Stimmung und den Stil zeigen, den man erreichen möchte. Das ist super hilfreich bei einer Renovierung. Genau. Ich habe Bilder von Wohnzimmern gesammelt, die mir gefallen, Farben ausgeschnitten, Texturen angeschaut. So habe ich ein klares Bild, was ich möchte. Das ist wirklich professionell. Das machen auch Innenarchitekten so. Für alle Zuhörer, wenn ihr plant, euer Zuhause zu verändern, dann empfehlen wir euch sehr, ein Moodboard zu erstellen. Das kann digital sein oder auf Papier. Es hilft euch, eine klare Vision zu entwickeln. Absolut. Gut, also das Wohnzimmer ist jetzt klar. Jetzt möchte ich über das Badezimmer sprechen. Das ist ein anderes Projekt. Ja, das Badezimmer ist wirklich eine eigene Kategorie. Was möchtest du da machen? Im Badezimmer möchte ich nicht alles verändern. Das wäre zu aufwendig und zu teuer. Die Fliesen sind noch in Ordnung, die Dusche auch, aber ich möchte die Armaturen wechseln und die Wand über dem Waschbecken neu gestalten. Mit Armaturen meinst du die Wasserhähne und so weiter? Genau. Die alten Armaturen sind schon sehr verblasst und sehen ein bisschen kloig aus. Ich möchte moderne, schlanke Armaturen. Vielleicht in Schwarz oder in gebürstetem Gold. Das liegt ja gerade so im Trend. Oh ja, schwarze Armaturen sind wirklich sehr modern. Aber ich höre oft, dass sie etwas pflegeintensiver sind. Man sieht Wassertropfen und Fingerabdrücke schneller. Das stimmt, das habe ich auch gelesen. Vielleicht dann doch gebürstetes Gold. Das soll etwas pflegeleichter sein und sieht trotzdem sehr edel aus. Das klingt wunderschön. Und was ist mit der Wand über dem Waschbecken? Ich denke daran, dort ein kleines Regal anzubringen. Für Seife, Cremes und so weiter. Und vielleicht einen schönen Spiegel mit Beleuchtung. Badezimmerspiegel mit LED-Beleuchtung sind so praktisch und sehen so schön aus. Oh ja, die beleuchten das Gesicht gleichmäßig. Das ist nicht nur schön, sondern auch sehr praktisch beim Schminken oder Rasieren. Genau. Und ich möchte auch neue Handtücher und neue kleine Dekorationen kaufen. Das ist natürlich keine Renovierung im eigentlichen Sinne, aber es macht trotzdem einen großen Unterschied. Absolut. Manchmal reichen neue Handtücher, ein neuer Badematte und eine schöne Pflanze, um ein Badezimmer komplett zu verändern. Das kostet nicht viel und macht wirklich Freude. Stimmt. Ich liebe Pflanzen im Badezimmer. Man muss nur die richtigen wählen. Pflanzen, die wenig Licht brauchen und die Feuchtigkeit mögen. Richtig. Zum Beispiel Farne oder Efeututen. Die gedeihen super im Badezimmer. Ja, genau. Also das Badezimmer ist auch geplant. Jetzt zur großen Frage. Die Küche. Ah, die Küche. Das Herzstück der Wohnung. Was planst du da? Also wie ich schon sagte, die Küche ist das schwierigste Projekt. Ich möchte nicht alles neu machen, weil das einfach zu teuer ist. Aber es gibt ein paar Dinge, die ich wirklich ändern möchte.
Okay, erzähl mal. Als erstes möchte ich die Küchenfront wechseln. Du weißt, das sind die Türen und Schubladen der Küchenschränke. Bei mir sind sie noch sehr altmodisch. Ein dunkles Holz aus den 90er Jahren. Oh ja, ich kenne das. Das sieht wirklich schnell alt aus. Aber wusstest du, dass man Küchenfronten austauschen kann, ohne die ganze Küche zu ersetzen? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Man kann neue Fronten bestellen und sie selbst oder von einem Handwerker einbauen lassen. Das ist viel günstiger als eine komplett neue Küche. Genau. Es gibt sogar Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben. Man gibt die Maße an, wählt die Fronten aus und bekommt sie nach Hause geliefert. Das ist wirklich praktisch. Ja, das ist mein Plan. Ich denke an weiße oder hellgraue Fronten. Sehr modern und zeitlos. Sehr schön. Und was ist mit der Arbeitsfläche, also der Küchenplatte, auf der man arbeitet? Die ist tatsächlich noch in Ordnung. Ein hellbeiges Laminat. Das passt gut zu weißen Fronten. Ich werde sie also behalten. Gut. Das spart wieder Geld. Und sonst? Was kommt noch? Ich möchte die Küchenwand hinter dem Herd verändern. Im Moment ist da einfach weiße Farbe und das sieht nach jedem Kochen schnell schmutzig aus. Ah ja, das kenne ich. Da sind immer Flecken von Fett und Soßen. Genau. Ich überlege, da entweder Fliesen anzubringen oder eine sogenannte Küchenrückwand aus Glas. Das sieht sehr schön aus und ist super leicht zu reinigen. Eine Glasrückwand ist wirklich eine tolle Option. Die gibt es in so vielen Farben und sie ist wirklich pflegeleicht. Einfach abwischen. Fertig. Ja, das gefällt mir sehr. Und dann noch eine Sache, die Beleuchtung. Auch in der Küche möchte ich besseres Licht. Im Moment habe ich nur eine Deckenlampe, die nicht sehr hell ist. In der Küche braucht man wirklich gutes Licht. Ich empfehle immer Unterbauleuchten. Das sind kleine Lampen, die man unter die Küchenschränke montiert und die direkt die Arbeitsfläche beleuchten. Das ist so praktisch beim Kochen. Oh, das ist eine super Idee. Das hatte ich noch nicht auf meiner Liste. Ich schreibe das gleich auf. Gut. Also, Emilia, ich höre, du hast wirklich viel geplant. Das ist ein großes Projekt. Wann möchtest du anfangen? Ich möchte im nächsten Monat anfangen. Zuerst das Wohnzimmer, weil das der Raum ist, in dem ich die meiste Zeit verbringe. Dann das Badezimmer und die Küche, das mache ich vielleicht erst in 6 Monaten. Das klingt nach einem sehr realistischen Plan. Und hast du schon überlegt, was du selbst machen kannst und was du einem Handwerker überlässt? Ja, gute Frage. Streichen kann ich selbst, das macht sogar Spaß. Dekorieren, neue Lampen kaufen, Teppich kaufen, das alles kann ich selbst. Aber die Armaturen im Badezimmer, das überlasse ich einem Klempner und die Küchenfronten, da frage ich jemanden, der das gut kann. Das ist sehr vernünftig. Weißt du, was der häufigste Fehler ist, den Leute bei Renovierungen machen? Zu wenig Budget einplanen? Ja, das ist einer. Aber ich meinte eigentlich, zu viel selbst machen wollen, ohne die nötigen Kenntnisse zu haben. Ich habe einmal versucht, selbst Fliesen zu verlegen. Das war ein kleines Desaster. Ha, das kann ich mir vorstellen. Was ist passiert? Die Fliesen waren nicht gerade, man hat es nicht sofort gesehen, aber nach ein paar Tagen war es offensichtlich. Ich musste dann doch einen Fliesenleger kommen lassen, der alles wieder gerade gemacht hat. Das hat doppelt so viel gekostet. Oh nein, das ist wirklich ärgerlich. Aber gut zu wissen, man sollte realistisch einschätzen, was man selbst kann und was nicht. Genau. Ein bisschen malen und dekorieren, das kann fast jeder. Aber elektrische Arbeiten, Wasserinstallationen, Fliesenarbeiten, da empfehle ich immer Profis zu fragen. Das ist ein sehr wichtiger Rat. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, habt ihr eigene Erfahrungen mit Renovierungen gemacht? Habt ihr vielleicht selbst etwas versucht und es war ein Erfolg? Oder vielleicht kein Erfolg? Schreibt es uns in die Kommentare, wir würden das wirklich gerne wissen. Ja, bitte erzählt uns eure Geschichten, das ist immer sehr interessant und lustig zu lesen. Jetzt, Emilia, ich habe noch eine wichtige Frage für dich. Hast du schon Handwerker kontaktiert und weißt du, wie man das auf Deutsch macht? Das ist ein super guter Punkt. Für alle, die gerade Deutsch lernen und die vielleicht selbst einmal einen Handwerker anrufen oder anschreiben müssen, das ist wirklich nützlich zu wissen. Genau. Also, wenn man einen Handwerker kontaktiert, sagt man zum Beispiel: Guten Tag, ich hätte gerne ein Angebot für meine Renovierung. Oder könnten Sie mir bitte einen Kostenvoranschlag machen? Kostenvoranschlag, das ist das wichtige Wort. Das bedeutet eine schriftliche Schätzung, wie viel eine Arbeit kosten wird. Man sollte immer einen Kostenvoranschlag verlangen, bevor man jemanden beauftragt. Absolut. Und man sollte immer mehrere Angebote einholen, also von mehreren Handwerkern fragen. So kann man die Preise vergleichen. Sehr gut. Und man fragt auch, wann haben Sie Zeit oder wie lange dauert die Arbeit ungefähr?
Genau. Und wenn man zufrieden ist, dann sagt man, ich würde Sie gerne beauftragen. Oder können wir einen Termin vereinbaren? Super, das sind wirklich wichtige Ausdrücke. Schreibt sie euch auf. Jetzt möchte ich noch über das Thema Einkaufen sprechen, denn eine Renovierung bedeutet natürlich auch viel Einkaufen. Emilia, wo kaufst du deine Renovierungssachen ein? Ich gehe oft in den Baumarkt. Das ist ein sehr großes Geschäft, wo man alles findet. Farbe, Werkzeug, Fliesen, Lampen, Baumaterialien. Der bekannteste Baumarkt in Deutschland ist zum Beispiel Obi oder Bauhaus. Genau, und für Möbel natürlich Ikea, das kennt wirklich jeder auf der ganzen Welt. Oder auch Möbelhäuser wie Poco oder XX Lutz. Ja, ich gehe nächste Woche zu Ikea. Ich möchte mir ein paar Regale anschauen, vielleicht einen Teppich und ein paar Dekogegenstände. Ikea ist wirklich toll für Renovierungen. Aber ein Tipp, mach eine Liste, bevor du hingehst, sonst kauft man immer mehr, als man braucht. Ha, das ist so wahr. Ikea ist berühmt dafür, dass man hineingeht und dann mit dem vollen Einkaufswagen herauskommt, obwohl man eigentlich nur eine Lampe kaufen wollte. Genau. Das Ikea-Effekt nennt man das manchmal. Man läuft durch die Ausstellungsräume und findet überall etwas, das man haben möchte. Also, Liste machen, beim Plan bleiben und nicht zu viel kaufen. Das ist der Rat. Sehr gut. Also, Emilia, ich glaube, du bist jetzt wirklich gut vorbereitet für deine Renovierung. Ich bin sehr gespannt, wie alles wird. Ich auch. Ich bin aufgeregt und ein bisschen nervös. Aber ich glaube, wenn man gut plant und Schritt für Schritt vorgeht, dann wird es gut. Und ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten. Das wäre wunderbar. Vielleicht machen wir eine Folge, wenn alles fertig ist. Dann kannst du uns alles zeigen und erzählen. Das ist eine tolle Idee, eine Art Vorher-Nachher-Geschichte. Das würde ich sehr gerne machen. Gut, das ist beschlossen. Ich freue mich schon darauf. Und an alle Zuhörer, bevor wir für heute Abend schließen, möchte ich euch noch eine letzte Frage stellen. Was würdet ihr als erstes renovieren oder verändern, wenn ihr Zeit und Geld hättet? Schreibt es uns in die Kommentare. Ja, das interessiert uns sehr. Und vergesst nicht, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns bitte einen Daumen hoch und abonniert den Kanal Dankecast Deutsch, falls ihr das noch nicht getan habt. So verpasst ihr keine neue Folge. Genau. Und wenn ihr Themen habt, über die ihr gerne mehr auf Deutsch hören möchtet, dann schreibt uns das ebenfalls in die Kommentare. Wir suchen immer nach neuen interessanten Themen für euch. Wir machen das für euch, für alle, die Deutsch lernen und die Sprache auf eine natürliche, entspannte Art erleben möchten. Ohne Grammatikbücher, ohne Prüfungen. Einfach echte Gespräche auf Deutsch. Genau das ist unser Ziel bei Dankecast Deutsch. Wir freuen uns immer, wenn wir hören, dass unsere Folgen helfen. Also schreibt uns, lasst uns wissen, wie es euch geht. Emilia, ich möchte noch einen sehr wichtigen Punkt ansprechen, den viele vergessen. Bist du Mieterin in deiner Wohnung? Ja, ich miete meine Wohnung. Ich bin keine Eigentümerin. Okay, dann ist das ganz wichtig. Hast du mit deinem Vermieter gesprochen? In Deutschland muss man als Mieter oft die Erlaubnis des Vermieters einholen, bevor man größere Veränderungen macht. Oh, das stimmt. Das hatte ich fast vergessen. Ich muss definitiv mit meinem Vermieter sprechen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, was ich fragen darf und was nicht. Also, Möbel kaufen, Lampen wechseln, Teppiche kaufen, das alles kannst du ohne Erlaubnis machen. Das ist deine persönliche Einrichtung. Gut, das dachte ich mir. Aber das Streichen? Das ist je nach Mietvertrag unterschiedlich. Manche Vermieter erlauben es, manche nicht. Manche sagen, du kannst streichen. Aber beim Ausziehen musst du die Wände wieder weiß streichen. Für größere Arbeiten brauchst du auf jeden Fall eine schriftliche Erlaubnis, eine Genehmigung. Die Genehmigung, das ist ein wichtiges Wort. Wenn man etwas Größeres an einer gemieteten Wohnung verändern möchte, braucht man eine Genehmigung vom Vermieter. Und wenn man ohne Genehmigung arbeitet und der Vermieter ist nicht einverstanden, muss man im schlimmsten Fall alles wieder rückgängig machen. Genau. Deswegen immer zuerst fragen, dann handeln und alle Absprachen schriftlich festhalten. Mündliche Absprachen sind schwer zu beweisen. Sehr guter Rat. Alles schriftlich. Das gilt übrigens auch bei Handwerkern. Immer alles schriftlich vereinbaren, was gemacht wird, wie lange es dauert und was es kostet. Absolut. Kommen wir noch zu einer anderen Frage, die mir wichtig ist. Wie organisiert man sein Leben während der Renovierung? Wenn das Wohnzimmer renoviert wird, wohin mit den Möbeln? Ja, das ist bei mir tatsächlich ein Problem. Meine Wohnung ist nicht riesig, ich habe nicht viel Ausweichfläche. In diesem Fall kann man Möbel kurz einlagern, in einem Lager außerhalb der Wohnung. Das kostet etwas, aber für wenige Wochen ist es erschwinglich. Oder noch besser, du verkaufst die alten Möbel, die du sowieso nicht mehr brauchst.
Oh, das ist eine gute Idee. Auf Plattformen wie eBay Kleinanzeigen findet man immer jemanden und man bekommt auch noch etwas Geld zurück. Genau. Und das ist auch viel nachhaltiger, als alles wegzuwerfen. Und zum Thema Zeit. Wie lange plant man für eine Renovierung ein? Nur das Wohnzimmer streichen. Was denkst du? Wenn du das Zimmer vorbereitest und abklebst, dann einen Tag für den ersten Anstrich, warten bis er trocknet, dann nochmal einen Tag für den zweiten Anstrich. Insgesamt planst du am besten ein langes Wochenende ein. Okay, ein Wochenende für das Streichen. Das klingt machbar. Und für das Badezimmer die Armaturen wechseln? Ein guter Klempner macht das in einem halben Tag. Aber man muss oft Wochen im Voraus buchen, in manchen Regionen sogar bis zu 3 Monate. Deswegen früh genug planen, früh genug anfragen. Das ist wirklich wichtig zu wissen. Also mein Tipp für alle, macht einen klaren Zeitplan. Schreibt auf, was wird gemacht, wann, von wem und wie viel kostet es. Dann hat man alles im Überblick und nichts wird vergessen. Perfekter Rat. Zeitplan, Budget, Handwerker frühzeitig kontaktieren, Genehmigung vom Vermieter einholen, das sind die 4 wichtigsten Schritte, bevor man überhaupt anfängt. Genau. Und wenn man all das bedacht hat, dann kann die eigentliche Renovierung wirklich Spaß machen. Denn man sieht, wie der eigene Raum sich verwandelt. Das ist so ein tolles Gefühl. Ja, dieses Gefühl, wenn alles fertig ist und man im frisch renovierten Zimmer sitzt, das ist wirklich unbezahlbar. Und jetzt eine kleine Wiederholung der wichtigsten Wörter von heute. Henry, magst du anfangen? Sehr gerne. Also, die Renovierung. Das ist das Projekt, bei dem man etwas in der Wohnung oder im Haus erneuert oder verbessert. Die Wandfarbe, die Farbe, die man an die Wand streicht. Der Kostenvoranschlag. Eine schriftliche Schätzung der Kosten von einem Handwerker. Das Moodboard, eine Sammlung von Bildern und Ideen für einen bestimmten Stil. Der Baumarkt, ein großes Geschäft, wo man Baumaterialien, Werkzeug und Heimwerkerprodukte kauft. Die Armaturen, Wasserhähne und andere Wasserinstallationen im Bad oder in der Küche. Die Unterbauleuchten, kleine Lampen unter den Küchenschränken, die die Arbeitsfläche beleuchten. Das Upcyclen, alte Dinge aufbereiten und neu verwenden, anstatt sie wegzuwerfen. Der Handwerker, eine Person, die handwerkliche Arbeiten ausführt, zum Beispiel ein Klempner oder ein Fliesenleger. Der Kostenvoranschlag, das haben wir schon gesagt, aber es ist so wichtig, es nochmal zu erwähnen. Immer einen Kostenvoranschlag verlangen. Sehr gut. Das waren die wichtigsten Begriffe von heute. Ihr könnt sie euch nochmal anhören oder aufschreiben. Und jetzt ist es wirklich Zeit für heute Abend zu schließen. Ich danke euch allen so sehr, dass ihr heute wieder dabei wart. Ihr seid wirklich das Beste. Ja, wirklich. Wir schätzen es so sehr, dass ihr uns jeden Tag oder jede Woche zuhört. Das motiviert uns wirklich, immer weiterzumachen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann und passt gut auf euch auf. Auf Wiedersehen und gute Nacht. Oder wie man auf Deutsch sagt, gute Nacht allerseits und tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht es gut, ihr Lieben. Bis zur nächsten Folge von Dankecast Deutsch. Auf Wiedersehen.